Hi Leute, willkommen zu Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute geht es mal weiter mit dem zweiten Teil vom Schädelschäumen. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen schon vorgeschäumt, also beziehungsweise mit dem ersten aus dem ersten Teil habe ich noch mal 3 zusätzliche gemacht. Und jetzt im zweiten Teil werden wir das Ganze mal anpinseln und mal gucken, wie es dann nachher aussieht. Der erste Teil scheint euch ja wirklich schon sehr gut gefallen zu haben. Dann bleibt dran. Wir sehen. Dann wollen wir mal anfangen. Das hier, das war der erste. Und dann habe ich noch, wie gesagt, 3 andere gemacht. Aber jetzt nur 2 Stück. Die anderen 2 bin ich schon am Pinseln. Was mir aufgefallen ist, Leute, wo ihr aufpassen müsst, dass wenn ihr diese Silikonform zusammen macht, habe ich festgestellt, und ihr macht die zu fest zusammen, dann verschiebt sich die Kante etwas. Ich denke mal, dass ich bei Gelegenheit wirklich mal probieren muss, dass ich die Formen aus 2 Teilen mache. Also nicht durchschneiden, sondern wirklich so, dass man die direkt auseinander machen kann mit so einem Nüppen oder sowas drin. Wie gesagt, wenn ihr das dann zu sehr zusammen macht, dann ist sich hier, hat sich das so ein bisschen verschoben. Kann man noch mit der Schere ein bisschen beischneiden. Dann sieht das nachher nicht mehr ganz so schlimm aus, aber das ist mir halt aufgefallen. Beim ersten habe ich anscheinend nicht so fest gemacht. Aber wie gesagt, da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen, wenn ihr sowas selber macht. Das ist dann so ein bisschen, verschiebt sich das. Aber ist jetzt nicht schlimm. Macht der Optik keinen Abbruch. Dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar bin ich wieder hingegangen. Habe Flexipaint transparent genommen. Habe Weiß mit reingemischt. Ja, und dann fangen wir das Ganze erstmal wieder an mit Weiß zu machen. Ich habe jetzt hier, nimm einen von den Pinseln aus dem Schwarz raus. Das ist nicht so schlimm. Ich habe nämlich festgestellt, so bei den ersten 2, wenn da so ein bisschen noch schwarz vom Wasser mit dran ist, also nicht so viel, aber so ein bisschen was, gibt das ganz interessante Farbeffekte. Das Ganze werde ich dann wieder so in 2 Teilen machen, also wieder halb. Ja, ich mache jetzt hier erstmal die Augen. Seht ihr hier, was ich meine mit dem Schwarz? Ich weiß nicht, kann man das gut sehen? Ja. Das gibt schon mal so einen ganz interessanten Effekt. Also finde ich auf jeden Fall. Hängt halt davon ab, wie verranzt ihr die Dinger nachher machen wollt. Ich werde wahrscheinlich die 4 Schädel dann so ein bisschen variieren mit der Optik. Vielleicht einen so richtig alt trimmen, so ein bisschen mehr so schon braun. Ja. Und die anderen mal gucken. Ja. Da kann man ja variieren, so wie es einem gefällt. Ich werde einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren. Wie bei den Hörnern. Ja. Da habe ich ja auch verschiedene helle und dunklere gemacht. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das dann nachher aussieht. Wie ich sehe, verliert der Pinsel hier irgendwie Borsten. Das finde ich natürlich jetzt nicht so toll. Das war jetzt, ups, das war jetzt nicht geplant. Der hier unter Haarausfall leidet. Dann muss man was auf Seite. Aber prinzipiell, ich sag ja, das geht eigentlich sehr gut. Vor allen Dingen dadurch, der Pinsel, der hat ja, nicht der Pinsel, der Kopf, der ist ja sowieso schon so ein bisschen weiß. Ja, da geht das eigentlich ganz gut. Und wenn wir nachher halt noch was dunkler machen wollen, dann tun wir halt noch ein bisschen nachdunkeln. Aber wie ihr seht, das ist schon hier so mit den Stellen, das sieht dann schon so ein bisschen gammeliger aus. Das ist schon, dass der Schädel ein bisschen älter aussieht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also mal ein bisschen um Keks geht, dass hier so ein Gefrissel drin ist. Das muss aber von dem Pinsel her sein. Von der Farbe kann das nicht sein. Naja, gut. Soll jetzt nicht so das Problem sein. Da kommen ja noch ein paar Schichten drauf. Das Ganze soll ja auch was aushalten. Dann habe ich mich mal wieder für Flexipaint entschieden, weil das halt sonnenbeständiger ist.
und nicht so Probleme macht wie bei Latex. Wo ist das schon? Das Ding hier, das leidet wirklich unter Haarausfall. Weiß ich nicht. Ich glaube, da soll ich vielleicht dann doch mal einen anderen Pinsel nehmen. Ist ein bisschen blöd, aber egal, geht schon. Der erste. Müssen wir dann jetzt erstmal trocknen. Machen wir bei dem ja auch, aber prinzipiell, vor allen Dingen das Interessante ist, wenn ihr dann den ersten damit gemacht habt dann Pinsel nicht mehr von dem Schwarz, also wird der zweite dann was heller. Das Einzige, was mir ein bisschen am Keks geht, hier ist immer so ein komisches schwarzes hier Brüssel noch. Das war bei dem anderen oben nicht, also muss das am Pinsel liegen. Also müsst ihr dann immer ein bisschen aufpassen. Oder nehmt halt einen neuen Pinsel und frisches Wasser. Das liegt dann an euch. Ne? Aber prinzipiell ist das nicht schlimm. Kommen sowieso einige Schichten drauf, damit das Ding auch gut was aushält. Also von daher ist das eigentlich nicht so schlimm. Wie ihr seht, mit dem Pinsel, das geht auch relativ schnell. So ein bisschen was an Poren, was mehr offen ist wie an anderen Stellen. Macht halt nachher ein paar dickere Schichten nochmal drüber. Und dann ist das auch gut. Aber prinzipiell klappt das echt gut. Ihr seht ja hier mit dem Pinsel, habt ihr den Schädel ein paar Minuten. 3/4 habt ihr den an die Pinsel und den Rest macht er dann, wenn das getrocknet ist, von der anderen Seite. So. Und wenn es noch nicht so gut gedeckt habt, ist nicht schlimm, weil ihr macht ja noch mehrere Schichten drüber. So sehen die jetzt erstmal aus. Und dann sehen wir uns dann wieder, würde ich sagen, wenn ich ein paar Schichten weiß drauf habe. Und dann fangen wir an mit der richtigen Farbgebung. Und zwar, das sind jetzt 2 noch von den anderen. Wie gesagt, ich habe 4 Stück gemacht. Die werde ich jetzt mal noch so ein bisschen auf gammelig trimmen. Der eine hier, der ist ein bisschen heller. Der andere hier so ein bisschen mit so ein bisschen gräulich. Das lag daran, dass ich beim Pinseln den Pinsel nicht so ganz ausgewaschen habe und habe dann quasi mit Weiß und dem bisschen, was dann noch feucht war, von der Schwarz habe ich dann so ein bisschen, also deshalb sieht er ein bisschen dunkel aus. Bei denen hier muss ich mal gucken. Die werde ich dann jetzt ein bisschen angammeln. Da kommt ein bisschen Braun mit rein. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das nachher wird. Jetzt erstmal die Dose aufkriegen. Ja, doch, geht. So. Dann nehmen wir uns mal wieder einen Schuss transparent. Dafür brauchen wir eigentlich nicht wirklich viel. Also das will ich mit Wasser relativ stark verdünnen nachher. Dann nehmen wir wieder ein bisschen braun. Irgendwas zum Umrühren. Oh, das sollte reichen.
Ich bin noch am Überlegen, wie ich die dann nachher gestalte. Mal gucken. Auf jeden Fall werden sie, ich denke mal, ich mache sie was gammeliger. Ja, also so sehen die bis jetzt aus. Erstmal den braunen Ton. Wie gesagt, nicht so ganz deckend gemacht, damit überall noch so ein bisschen von dem Weiß durchkommt, von wegen den Knochen. Wird dann nicht so alt und dann werden wir dann später, wenn wir dann unten das Braun noch drunter haben, würde ich noch mal ein bisschen mit Schwarz drüber gehen, damit das noch ein bisschen älter aussieht. Das Braun, ich habe jetzt an ein paar Stellen noch mal ein bisschen was nach, kann vielleicht sein, dass das ein bisschen zu viel des Guten jetzt war. Aber wir machen jetzt einfach mal den Klarlack drauf. Und gucken dann mal, wie das aussieht. Ich habe mir dafür von meinem Bechern welche genommen. Da stelle ich den dann nachher drauf. Ich hoffe, dass er da nicht umkippt. Ich mache dann erstmal so das obere Teil und dann nachher das untere. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe ja noch zwei andere gemacht. Die habe ich ein bisschen dunkler gehalten. Die hier sind ein bisschen heller. Mal gucken, wie die dann nachher aussehen. Zeige ich euch dann nachher. Eins, was mich ein bisschen stört, Leute, obwohl das schon der matte Topcoat ist von Flexipaint, glänzt der immer noch. Aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt mit den Glänzen. Das werde ich euch dann am Ende erzählen vom Video. Naja, den brauchen wir eigentlich jetzt noch nicht da drauf stellen. Unten die Fläche ist ja noch gut. Das kann ja nichts passieren. Also ich habe zu dick und das läuft jetzt runter. Das wäre natürlich dann nicht so gut. Naja, sehen wir ja dann. Aber gut, was über die Hälfte vom Kopf gepinselt. Das lassen wir jetzt dann trocknen. Und dann machen wir dann die andere Hälfte. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn das Ganze dann soweit trocken ist. Dann sind die Schädel jetzt fertig. Ich habe jetzt mal hier so 4 mehr oder weniger verschiedene Sachen gemacht. Bisschen mehr braun, bisschen weniger, bisschen schwarz noch und ein bisschen braun nur. Also ich muss sagen, wie ihr hört, atmen tun sie auch gut. Heißt, wenn man so einen Kopf kriegt, sind sie schön flauschig. Tja. So sehen die Dinger jetzt aus. Mit ein bisschen Farbe. Kann man vielleicht auch noch was anderes machen. Dann haben wir die Dinger fertig. Ihr habt ja gesehen, wie sie aussehen. Also ich muss sagen, ich bin recht zufrieden damit. Für die ersten Schädel, die ich bisher geschäumt habe und dann auch noch angemalt, finde ich ganz gut. Hab noch überlegt, vielleicht kann man ja je nachdem bei dem einen oder anderen vielleicht noch irgendwas dran machen. So vielleicht so ein bisschen noch von der Wirbelsäule oder so, aber dann aus Waffenmatte, ne? Vielleicht so für einen Stab oder irgend sowas. Wäre vielleicht auch noch so eine Idee. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen und die Glocke, damit ihr keins meiner Projekte und den Videos verpasst. Ja, dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos, beziehungsweise meiner nächsten Projekte, was wahrscheinlich dann am Samstag sein wird. Neue Version von Tonfa bin ich dran. Aber nicht weiter verraten. Ne? Das wird dann wahrscheinlich Samstag oder Sonntag das Video dann sein. Ja, da werde ich vielleicht auch ein bisschen Elektrik verbauen. Möglicherweise von der, wo ich letzt den Test von gemacht habe. Das wird dann der Probestück werden für dann den Schockstab, den ich bauen will. Aber eigentlich verrate ich euch schon wieder viel zu viel. Guckt dann nachher nicht meine Videos. Ne? Also, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns.